Du hilfst mir, wenn du Steffi nichts sagst. Wie stellst du dir das vor? Soll ich sie weiter belügen? Wenn's sein muss, Das kann ich nicht. Nicht mehr. dann machst du alles kaputt. Steffi wird dich hassen und mich auch. Nicht so stürmisch. Mist, ich bin total aus der Übung. Du bist die erste Frau seit langem, die ich ausziehe. Ja, so möchte ich mein Geld auch mal verdienen. Ich möchte eine schriftliche Erklärung, dass du mit der Erweiterung einverstanden bist. Und ein Notar beurkundet das Ganze. Sobald du erfolgreich gewesen bist, lass ich einen Termin vereinbaren. Jetzt wäre mir aber lieber. Mama, warum hast du mir denn nicht die Wahrheit gesagt? Was meinst du? Millie, warum sagst du mir nicht, dass sie seit gestern Abend im Krankenhaus liegt? Jetzt sag schon. Was ist denn los mit Millie? Mein Gott, ist es was Schlimmes? Hatte sie einen Unfall? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Mama, jetzt mach mir nichts vor. Es muss was Ernstes sein, sonst hättest du mir doch die Geschichte mit dem Kino nicht erzählt. Ich wollte nur nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst. Millie ist meine Schwester. Ich habe ja wohl ein Recht darauf zu wissen, was mit ihr los ist. Okay, wenn du es mir nicht sagen willst, ich krieg's auch so raus. Warte, Steffi. Millie ist im Krankenhaus, weil sie eine Fehlgeburt hatte. Jetzt sag schon, wie findest du's? Also, ich finde, sie sieht richtig sexy aus in dem Kleid. Ja, ist nett. Das klingt ja nicht gerade begeistert. Wenn du es doch nicht haben willst, ich nehme es auch wieder zurück. Doch, ich nehm's. Dankeschön. Habt ihr beide noch was Wichtiges vor oder können wir gehen? Patrick, was ist denn los mit dir? Ich dachte, wir gehen mit Uli zusammen noch was trinken. Ich bin müde. Was ist mit dir? Wegen mir müssen wir auch nicht noch extra ausgehen. Meine Herren, mit euch ist echt nichts los. Wir können das ja irgendwann nachholen. Allerdings denke ich, ihr beide wollt jetzt lieber alleine sein, so frisch verliebt. Millie hatte einen One-Night-Stand mit einem Austauschschüler. Wie dem auch sei, sie hatte sich schon für eine Abtreibung entschieden. Es war keine leichte Zeit für sie. Das kann ich mir vorstellen. Warum hat sie denn bloß nie was gesagt? Vielleicht hätte ich ihr irgendwie helfen können. Das glaube ich nicht. Solche Entscheidungen musst du ganz alleine treffen. Millie wollte auch nicht, dass irgendjemand von der Schwangerschaft erfährt. Sogar Arno wusste lange nichts davon. Aber ich bin doch ihre Schwester. Hat sie denn so wenig Vertrauen zu mir? Das musste sie schon selber fragen. Ich weiß nur, dass es ihr sehr schlecht ging und dass die Situation wirklich nicht leicht für sie war. Arme Millie. Das hat sie nicht verdient. Am liebsten würde ich jetzt gleich zu ihr fahren. Nee, warte lieber damit. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Ja, gut. Dann besuche ich sie morgen. Gut. Tschüss, Mama. Tschüss. Wenn ich den Typen in die Finger kriege, der ihr das angetan hat. Am liebsten würde ich schon morgen mit dem Bau beginnen. Aber es fehlen noch ein paar wichtige Unterlagen. Die Genehmigung? Ja, aber sie müsste in den nächsten Tagen eintreffen, da bin ich ganz sicher. Ach, Barbara, da bist du ja endlich. Hallo, ihr beiden. Guten Abend, Barbara. Hast du etwa bis jetzt gearbeitet? Leider geht es im Moment nicht anders, aber ich bin sehr gut vorangekommen. Aha. Dann kommst du also weiter mit deinen Entwürfen? Ich denke ja, aber es wird ganz knapp. Ach, du schaffst das. Wenn nicht, dann wirft mich das weit zurück. Dann hätte Clarissa recht behalten. Diesen Triumph gönne ich ihr nicht. Also, gute Nacht, meine Lieben. Morgen ist auch ein anstrengender Tag. Da geht's dann an die praktische Umsetzung meiner kleinen Überraschung für Clarissa. Nacht. Nacht. Diese Niederlage hat Clarissa verdient. Obwohl die Retourkutsche wird nicht lange auf sie warten lassen. Was meinst du? Die Gestützerweiterung. Was ist, wenn sie ihre Einwilligung wieder zurückzieht? Und damit im letzten Moment noch alles verhindert? Keine Sorge. Ich habe Clarissas Zusage.
die nichts wert ist, wenn es hart auf hart kommt. Das weißt du genauso wie ich. Clarissa ist und bleibt intrigant, ja. Aber bei der Gestütserweiterung funkt sie uns nicht dazwischen. Und was macht dich da so sicher? Mein Instinkt. Vertrau mir, ja? Hey, du bist ja noch wach? Ja, ich konnte nicht schlafen. Ich war völlig fertig, als ich das mit Millie gehört habe. Wenn ich mir vorstelle, dass wir uns wegen Geld streiten, während Millie... Mama wollte gar nicht damit rausrücken, dass Millie eine Fehlgeburt hatte. Eine schlimme Sache. Schwanger. Von irgendeinem Austauschschüler. Ich find's nur komisch, dass sie nie was von dem Typen erzählt hat. Ja, vielleicht war er ihr nicht so wichtig. Nee, dann wäre sie nicht mit ihm ins Bett gegangen. Millie muss schon schwer verliebt gewesen sein. Manchmal passieren solche Dinge halt auch ohne viel Liebe. Na, du scheinst ja aus Erfahrung zu sprechen. Quatsch, du weißt doch, wie ich das meine. Ja, klar. Trotzdem verstehe ich solche Typen nicht. Nachdem sie ihren Spaß hatten, hauen sie einfach ab. Ja, vielleicht wusste er gar nichts von seinem Glück. Woher wusstest du eigentlich, was passiert ist? Ich habe im No Limits erfahren, dass sie zusammengebrochen ist. Und da bin ich natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren. Und wie geht's ihr? Nicht besonders gut, aber sie ist sehr tapfer. Wie konnte sie nur auf so einen billigen Aufreißer reinfallen? Du hast ja was zu essen vorbereitet. Warum hast du mir das denn gar nicht gesagt? Wir hatten vereinbart, dass du nach dem Fototermin sofort herkommst. Naja, das hatte ich ja auch fest vor. Fragt sich nur, wann das gewesen wäre, wenn ich dich nicht abgeholt hätte. Ach, es hat mit dem Fotografieren eben ein bisschen länger gedauert. Darum hattest du auch noch Zeit, Kleider anzuprobieren und was zu trinken, ja? Patrick, du bist echt schwierig heute. Tut mir leid. Ich hatte halt Sehnsucht. Und ja, ich find's schade, dass es dir nicht genauso geht. Das ist doch gar nicht wahr. Ich hatte den Eindruck, dass du lieber was mit Uli unternommen hättest. Was gibt's denn da zu grinsen? Du bist eifersüchtig, stimmt's? Nein, bin ich nicht. Oh doch, ich hab dich durchschaut. Mir machst du nichts vor. Jackie, lass uns schlafen gehen, ja? Ich bin müde. Möchtest du lieber allein sein? Soll ich nach Hause fahren? Ist vielleicht besser so. Wir sehen uns morgen, okay? Okay, aber nur wenn du mir versprichst, nicht mehr sauer zu sein. In Ordnung. Schön, dass wir mal wieder den Tag gemeinsam beginnen. Du weißt doch meine Magenverstimmung. Hallo, entschuldigt. Für Aufstehen ist wirklich nicht mein Ding. Also nach 13 Jahren Schule könntest du dich eigentlich dran gewöhnt haben, ne? Ach, das werde ich nie. Aber bald habe ich ja mein Abi. Und? Weißt du schon, wie es weitergeht? Erstmal mache ich Urlaub und dann sehe ich weiter. Wie schrecklich, dass du bald richtig arbeiten musst. Danke für die Blumen. Um ehrlich zu sein, hätte ich gar nichts gegen einen richtig guten Job. Allerdings möchte ich mit dir im Moment nicht tauschen. Na ja, wie sieht's denn aus? Kommt ihr gut voran? Ja, bestens. Es tut mir leid, dass du meine... Schluss mit den Selbstvorwürfen. Wir schauen jetzt nur nach vorne. Ich bin gar nicht traurig, dass ich die neue Kollektion machen muss. Ich finde meine neuen Entwürfe viel spritziger, viel mehr Esprit ist da drin. Bald kommen doch deine neuen Stoffe, ne? Heute. Ganz luxuriös. Ihr werdet staunen. Ihr entschuldigt mich bitte, ja? Ja, herein. Frau Renate Kern für Frau von Anstetten. Ich lasse bitten. Kommen Sie. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau von Anstetten, es tut mir furchtbar leid, dass ich Sie stören muss. Ist was passiert? Bei der Stofflieferung hat es offenbar ein Missverständnis gegeben. Die gelieferte Ware ist komplett falsch. Das ist doch nicht möglich. Leider doch. Bitte, schauen Sie sich das an. Das sind doch die Muster der alten Kollektion. Damit kann ich gar nichts anfangen. Steffi denkt jetzt, Millie war kurz vor der Abtreibung. Besser so. Wenn sie erfahren hätte, dass Millie das Baby austragen wollte,
Dann hätte sie sich nur gewundert und nachgehakt. Hast du Millie erzählt, dass Steffi Bescheid weiß über ihre Fehlgeburt? Ich habe sie angerufen. Und sie hat verstanden, dass ich Steffi sagen musste. Aber nix Besuch hat sie total durcheinander gebracht. Weiß Nick, dass das Kind von ihm war? Ja, der war fix und fertig. Ich gehe schon. Ich muss sowieso weg. Grüßt Millie von mir, wenn ihr sie abholt, ja? Machen wir. Hallo. Glaubst du, dass Nick die Geschichte für sich behält? Wenn er es nicht tut, kann ich es auch nicht ändern. Guten Morgen. Hallo, Nick. Wir müssen miteinander reden. Dann setz dich doch. Es tut mir wirklich leid, was mit Millie passiert ist. Aber Sie haben sich auch nicht richtig verhalten. Jemand hätte mir sagen müssen, dass Millie ein Kind von mir erwartet. Was hättest du dann getan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte ich Millie nicht allein gelassen. Aber so ist alles an mir vorbeigelaufen. Ich wäre Vater geworden, ohne es zu wissen. Ohne die Chance zu haben, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Was hätte das denn werden sollen? Du liebst Millie doch gar nicht, sondern Steffi. Ja, und am liebsten würde ich ihr auch alles sagen. Aber das kann ich nicht. Ich habe Millie mein Wort gegeben. Wie soll das weitergehen zwischen Steffi und dir? Ich muss einen Weg finden, damit umzugehen. Nein, warum das denn? Ich habe keinen Anruf erhalten. Also gut, ich rede noch mal mit meiner Assistentin. Auf Wiederhören. Und? Irgendjemand hat meine alten Bestellnummern durchgegeben. Das verstehe ich nicht. Sie hatten doch die Stoffe bereits geordert. Der ursprüngliche Bestellschein ist verloren gegangen. Und da hat der Lieferant eine Nachricht auf Band hinterlassen, ich solle sofort zurückrufen. Hat jemand von euch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter gelöscht? Nein, wieso auch? Also ich habe mein Handy. Ich benutze euer Telefon so gut wie nie. Der Anrufer wusste Details über die erste Bestellung. Deswegen hat man angenommen, dass der Anrufer ein Mitarbeiter von Caradonna ist. Ich habe damit nichts zu tun. Das habe ich auch nicht gedacht. Außerdem war der Anrufer ein Mann. Ich habe jeden befragt. Der Anruf kam definitiv nicht aus der Firma. Das glaube ich auch. Also so langsam dämmert's mir, woher der Wind weht. Was wollen wir jetzt tun? Am besten, Sie gehen jetzt erstmal zurück in die Firma und ich melde mich dann bei Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Das war doch selbstverständlich. Tschüss. Tschüss. Es ist ja wohl sonnenklar, wer hinter dieser Geschichte steckt. So viele Zufälle gibt es doch gar nicht. Und es gibt nur eine Person, die ein Interesse daran hat, dir zu schaden. Barbara hat die falschen Stoffe bekommen. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bist du dran. Barbara wird toben. Von dem Seidenorganza ist nichts mehr auf dem Markt, weil ich alles aufgekauft habe. Applizierte Lurex-Fäden. Schöne Idee. Nur leider völlig umsonst. Ja. Können wir jetzt bitte zur Sache kommen? Es gibt keine neue Kollektion von Caradonna. In der Modebranche macht man sich bestimmt schon lustig über sie. Barbara ist ruiniert. Clarissa, ich möchte eine Unterschrift von dir, und zwar jetzt. Glaub ja nicht, dass du die Gestützerweiterung noch länger blockieren kannst. Nur keine Panik. Glaubst du, mir ist euer Pferdestall wirklich so wichtig? Den kannst du gerne haben. Dann bleibt es bei heute Mittag. Ich stehe zu meinem Wort. Also dann, Wiedersehen. Bis nachher. Und, geht's? Ja, das Ding müsste jetzt wieder funktionieren. Klasse. Ach, wie geht's Millie eigentlich? Ist inzwischen raus, was sie hatte? Ich glaube, es war nur eine kleine Kreislaufschwäche. Nichts Schlimmes. Ach so. Ach, hallo. Willkommen unter den Normalsterblichen. Hey, schöner Spruch. Was wollt ihr trinken? Ein Kaffee. Ja, mir auch ein. Frank, wie geht's dir? Das hat der Priester war ja nicht gesehen. Du meinst wohl, seit er nicht Priester war, aber war ein cooler Abgang, wie du aus der Küche rausgerannt bist. Ich konnte nicht mehr anders. Hey, ich find's okay. Das ist eine klare Entscheidung gegen das Establishment und für die Liebe. Also, romantischer geht's nicht mehr. Obwohl, sehr glücklich siehst du dabei ja nicht aus. Es ist halt nicht leicht, sich von etwas zu trennen, woran man ein Leben lang geglaubt hat. Das sieht ja ganz so aus, als ob du es bereust.
Nein, überhaupt nicht. Ich hab's aus Liebe zu Jackie getan und dazu stehe ich. Auch wenn die Beziehung nicht ewig dauern sollte. Jetzt schon Zweifel? Bist du dir nicht sicher, ob ihr zusammenbleiben werdet? Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint. So, eure Kaffees. Danke. Ach, ich komme einfach nicht mit der Art klar, wie sie mit anderen Männern umgeht. Du weißt, was ich meine. Naja, Jackie hat schon immer ganz gerne mit anderen Männern geflirtet. Ist es das? So in etwa. Jackie liebt dich. Ich kenne sie schon lange genug, um das beurteilen zu können, glaube ich. Wahrscheinlich bin ich so empfindlich, weil ich einfach keine Erfahrung habe. Zumindest was die Liebe angeht. Ach was. Das Wichtigste ist doch, dass du Jackie nicht zu sehr einhältst. Ich glaube, da steht sie nicht so drauf. So wie die meisten Frauen. Witzig. Jetzt bist du der Seelsorger hier, ja? Naja, wenn ich in Zukunft Probleme habe, weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Und sollte es noch irgendwelche Probleme geben, dann können Sie sich jederzeit an mich wenden, ja? Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Warum hast du mir denn nicht erzählt, dass du schwanger warst? Du hättest doch zu mir kommen können. Ich hätte dir geholfen. Es war mir einfach unangenehm. Warst du in den Typen verliebt? Nein, nicht wirklich. Sei froh. Die Sorte Männer kannst du sowieso vergessen. Schön, dass ihr da seid. Es tut mir leid, dass wir zu spät gekommen sind. Wir sind im Stau stecken geblieben. Du bist ja doch noch gekommen. Ja, na klar, ich habe extra meinen Castingtermin abgesagt. Komm, ich mach das. Mann, bin ich froh, dass ich endlich hier wegkomme. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, du bist es. Ich vermute, du hast Barbara erwartet. Ja, ihr Anblick wäre mir bedeutend lieber. Die Ärmste sitzt sicher noch über ihren Entwürfen für die neue Kollektion. Ach, ich bin ja schon so gespannt auf die Modelle. Ob Gero sie wieder verkaufen wird? Und wenn, an wen? Vielleicht an eine Billigkette? Gib dir keine Mühe. Ich weiß, dass du über Barbaras Pläne genauestens informiert bist. Wie bitte? Wovon sprichst du? Der Trick mit der falschen Bestellung. An Plumpheit kaum zu überbieten. Würdest du mir bitte sagen, was du meinst? Ja, ich werde deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Du hast unter Barbaras Namen die falsche Ware bestellt, beziehungsweise bestellen lassen. Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Für die Unzulänglichkeit deiner Frau bin ich nun wirklich nicht verantwortlich. Diesmal kommst du nicht so leicht davon. Ich kann es beweisen. Du weißt doch, ich hinterlasse selten Spuren. Das wird dir schwerfallen, mein Lieber. Sei dir da mal nicht so sicher. Warum dann immer so feindselig? Ich bin nun wirklich nicht verantwortlich für irgendwelche falschen Stofflieferungen. So, ich bin dann jetzt weg. Und denk dran, was ich dir gesagt habe. Ja? Hi. Entschuldige wegen gestern. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich nur an dich gedacht habe. Dabei warst du doch schon so müde. Also eigentlich muss ich mich bei dir entschuldigen. Auf keinen Fall. Ich habe mich daneben benommen. Schon verziehen. Ich habe dir was mitgebracht. Das wollte ich dir eigentlich gestern schon geben. Was ist denn da drin? Das musst du selbst herausfinden. Pass auf. Ist die schön. Danke. Jackie, hab Geduld mit mir. Ich bin nicht gewöhnt ans Verliebtsein. Dafür machst du deine Sache aber schon ziemlich gut. Oh, endlich zu Hause. Ich mache uns erst mal einen Tee. Für mich nicht, du. Ich muss gleich wieder weg. Bis dann. Tschüss, Arno. Danke fürs Abholen. Gern Tschüss. geschehen. Kann ich irgendwas für dich tun? Das ist lieb von dir, aber im Moment bin ich einfach nur müde. Steffi, hilfst du mir mal eben in der Küche? Ja, ich komme. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn du Millie jetzt alleine lässt. Meinst du? Ich wollte doch nur helfen. Ich weiß. Aber die letzten Tage waren ein bisschen viel für sie. Sie braucht dringend Ruhe. Okay, wenn du meinst. Dann komme ich gegen Abend vielleicht noch mal mit Nick vorbei. Tschüss.
Bis dann. Mach's gut, mein Schatz. Bis heute Abend. Tschüss. Ich will nicht, dass Steffi und Nick heute Abend herkommen. Am besten, ich nehme gleich den nächsten Zug nach München und fahr zu Oma. Unsinn. Du ruhst dich jetzt erstmal aus. Steffis Mitleid macht mich noch wahnsinnig. Sie meint's aber nur gut. Das ist es ja. Je mehr sie mich bemitleidet, desto schlechter fühle ich mich. Schließlich habe ich sie hintergangen, nicht umgekehrt. Es ist doch jetzt vorbei. Aber nicht für mich. Für mich fängt der Horror jetzt erst richtig an. Na, ich habe gerade mit Clarissa gesprochen. Und? Es besteht kein Zweifel, dass sie über all deine Aktivitäten genauestens informiert ist. Dann hat sie dir bestimmt auch von ihrem erfolgreichen Einkauf erzählt. Nein? Als ich vorhin die richtige Ware nachbestellen wollte, da habe ich erfahren, dass Clarissa all diese Stoffe aufgekauft hat, die ich gebraucht hätte. Und das unter ihrem eigenen Namen. Diesmal hat sie sich ins eigene Fleisch geschnitten. Denn jetzt können wir ihr beweisen, dass sie mit unlauteren Mitteln arbeitet. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft, da kann jeder bestellen, was er will. Kein Gericht der Welt wird es für Zufall halten, dass deine ärgste Konkurrentin ausgerechnet die Stoffe kauft, die du eigentlich benötigst. Was willst du tun? Willst du sie verklagen? Nein, noch nicht. Wir werden ihr einen kleinen Besuch abstatten. Komm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich kann es gar nicht glauben. Millie hat ein Kind von dir erwartet. Ja, doch. Aber denk dran, kein Wort zu Steffi. Gut, dass du mich daran erinnerst. Sonst hätte ich ihr natürlich gleich gesagt, dass du der Austauschschüler warst, der ihre Schwester geschwängert hat. Du solltest Steffi die Wahrheit sagen. Ich musste Millie versprechen, dass ich Steffi kein Wort sage. Eure Lügerei ist absolut bescheuert. Es fliegt sowieso irgendwann auf. Und was dann? Hey, wo seid ihr denn? Wir haben uns als Fische verkleidet und im Aquarium versteckt. Blöd, Mann. Hallo. Hi, wie war dein Casting? Ich hab's ausfallen lassen und Millie stattdessen vom Krankenhaus abgeholt. Und, geht's ihr wieder besser? Naja, sie ist noch ziemlich deprimiert, kein Wunder. Millie hätte echt einen lieben Freund verdient. Aber die meisten Typen sind eben Idioten. Du bist natürlich mal eine ganz große Ausnahme. Noch Fragen, Frau von Anstetten? Sehr gut. Hoffentlich arbeiten wir auch in Zukunft so erfolgreich zusammen. Eher nicht. Jedenfalls freue ich mich, euch bei eurem Traum von einem großen Gestüt behilflich sein zu können. Na, dann unterschreib bitte. Anklopfen ist wohl zu viel verlangt. Hm? Nicht unter fairen Geschäftspartnern. Henning, was machst du denn hier? Wir haben uns nur ein bisschen über die Gestütserweiterung unterhalten. Dann werden wir jetzt das Thema wechseln. Wieso hast du genau die Stoffe alle aufgekauft, die Barbara dringend für ihre neue Kollektion benötigt? Die applizierten Lorix-Fäden haben es mir einfach angetan. Diesmal bist du zu weit gegangen. Ich? Ich habe gar nichts getan.